Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute einen ganz tollen Eintopf und zwar machen wir einen Winzertopf. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 800 Gramm Rindergulasch, 400 Gramm Weißkohl, also das ist ungefähr die Hälfte davon, eine Stange Lauch, ungefähr so mittelgroß, also nicht ganz so groß, 3 Karotten, 4 mittelgroße Kartoffeln, dann eine Zwiebel und 3 Lorbeerblätter. Dann angewürzen brauchen wir noch Salz, Pfeffer, italienische Kräuter und 1 bis 2 Esslöffel Gulaschgewürz, dann eine kleine Pastinake, 100 Gramm Erbsen, ich hatte gefrorene, 1 Liter Rinderbrühe und natürlich Rotwein, einen trockenen und davon 300 Milliliter. Ja, los geht's. Ich bereite mein Fleisch vor, das habe ich abgewaschen, abgetupft und ich habe es jetzt noch etwas kleiner geschnitten. Ihr könnt es natürlich so lassen, Gulasch ist ja schon vorgeschnitten, aber mir sind das immer zu große Stücke und deswegen die ganz großen habe ich nochmal halbiert, also einfach durchschneiden. So sah mein Fleisch dann aus. Dann geht es weiter mit der Zwiebel, die schälen und klein würfeln. Dann geht es auch schon ans Braten. Ich habe hier jetzt einen Esslöffel Butter und Öl in eine Pfanne gegeben und das erhitzt. Und dann kommt das Fleisch dazu. Das darf jetzt von allen Seiten kräftig anbraten. Wenn mein Fleisch angebraten ist, kommen die Zwiebeln dazu. Die dürfen jetzt noch mal kurz mit andünsten, also glasig dünsten. Und dann wird das Fleisch mit Gulaschgewürz erstmal gewürzt. Da könnt ihr so viel reingeben, wie ihr wollt. Also ich bin da immer sehr großzügig, aber so 2 Esslöffel dürften eigentlich lang. Jetzt löschen wir das Ganze mit dem Rotwein ab. Übrigens, wer keinen Alkohol mag, kann die Menge durch Traubensaft ersetzen, aber davon bitte dann nur 150 Milliliter. Oder ihr lasst es weg und ersetzt die Menge durch Brühe. Ja, dann kommt der Deckel drauf und dann darf das einkochen. In der Zwischenzeit bereiten wir das Gemüse vor. Hier habe ich jetzt mein Weißkraut. Das wird, ja, ich habe es jetzt gewürfelt, so wie man hier sieht. Dann die Kartoffel schälen und ebenfalls vierteln oder würfeln. Die Karotte auch würfeln, also ich habe sie geschält, dann zweimal waagerecht eingeschnitten und dann gewürfelt. Also es geht eigentlich ganz einfach. Der Lauch, den habe ich halbiert, gründlich gewaschen und dann in Ringe geschnitten. Und so sah dann alles aus. Wenn ihr eine Pastinake ganz habt, ich hatte eine eingefroren, deswegen musste ich die jetzt nicht vorbereiten, die müsst ihr dann ebenfalls schälen und würfeln. Ja, hier sieht man schon richtig gut eingekocht. Und jetzt kommt das ganze Gemüse da rein. Übrigens, ihr braucht einen Topf, der dann in den Ofen darf. Ich habe jetzt hier für euch meinen kleinen Bräter genommen. Ich habe auch noch so einen Gänsebräter, da habe ich es dann hineingegeben. Aber ich habe halt eben nicht so eine große Platte, dass ich es euch direkt am Bräter zeigen konnte. Und deswegen ist dann mein Essen in den Gänsebräter gewandert. Das hier dient jetzt nur zur Anschauung. Ja, also das ganze Gemüse rein, auch die gefrorenen Erbsen, die übrigens vorher nicht auftauen müssen. Und das Ganze durchrühren. Jetzt kommen die Gewürze dazu, wie Salz, Pfeffer, die italienischen Kräuter. Und dann alles mit der Brühe aufgießen. Kann auch sein, dass er mehr als 1 Liter braucht. Je nachdem, es ist immer total unterschiedlich, wie sich das einkocht. Dann noch die Lorbeerblätter mit hinein, Deckel drauf und jetzt darf das Ganze in den Ofen und zwar bei 180 Grad gute 2 Stunden. Und so sah es dann aus. Also da ist jetzt mein Gänsebräter. Da hatte das einfach mehr Platz und es konnte in den Ofen. Dann noch abschmecken und dann ist er fertig. Das ist so ein leckerer Eintopf. Klar, jetzt durch den Alkohol für Kinder vielleicht nicht geeignet, aber wie ich schon erwähnt habe im Video, könnt ihr den Alkohol auch weglassen. Und der ist so genial. Also da wird man auch richtig satt davon, durch das ganze Gemüse, durch den Kohl, durch die Kartoffeln und dann noch das Fleisch. Also was will man mehr? Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.